Das Schwimmernadelventil scheinbar nicht funktioniert. Also einfach übergelaufen. Hat aber anfangs auch funktioniert. Das ist das Schwimmernadelventil, nagelneu. Ich habe es auch nochmal eingeschliffen. Hat immer noch nicht funktioniert. Jetzt habe ich gerade den Schwimmer genommen. Ich weiß nicht, ob man es auf dem Handy hört. Aber da ist Benzin drin. Das heißt, der ist auch nagelneu und komplett undicht. Der ist einfach voll gelaufen. Ich sehe zwar nicht, wo das Loch ist, aber es ist wohl da irgendwo. Mal schauen. Interessanterweise würde ich sagen, beide Schwimmer sind voller Benzin. Jetzt baue ich halt wieder einen alten ein, ne? Der dicht war. Gut. Nehmen wir mal hier auf. Schauen wir mal. Ja, hast du gesehen? Da. Spritzig. Total spritzig. Alter. Das ist ein nagelneues Bauteil. Ach, schau her. Da. Wir haben hier einen Riss. Und zwar beide, der eine und der andere. Ja gut, okay. Ab in die Tonne. Genau, der andere, der lag nämlich schon total tief. Ne? Das ist mir aber erst aufgefallen, nachdem ich das Ding zweimal auseinandergebaut habe. Jetzt kommt er hier wieder rein. Das ist Schwimmernadelventil. Also das Ding funktioniert auch. Unglaublich. Unglaublich. So, und jetzt noch Folgendes. Jetzt haben wir hier den Freund ein. Dann setzen wir hier schön die gute Dichtung da drauf. Aber ich glaube, er läuft nicht mehr über. So, gut. Pumpe an. Dicht. Vorhin hat es hier geregnet, jetzt ist dicht.
ich habe eine Befürchtung. Ich habe eine Befürchtung. Boah, ich habe eine mega Befürchtung. Ach, scheiße, ha? Ich glaube fast, da ist so viel Sprit rausgelaufen, dass es in den Motor im Brennerraum reingelaufen ist. Ich glaube, wir müssen alle Zündkerzen rausmachen. Pitchen wir die Zündkerze. Jetzt wahrscheinlich auch gleich den Sprit weghauen, das Öl weghauen, was wir drin haben. Und Glück haben wir auch noch. Dass keiner gezündet hat. Ansonsten hätte uns jetzt hier mal irgendwas zerlegt. So, jetzt schrauben wir noch die Zündspule ab. Wir machen ab, dass da nichts zündet, und ich kann jetzt keinen Funken aus dem Kabel gebrauchen, wenn da drin jetzt wahrscheinlich gleich der Sprit rausspritzt. So, den hier mal runter. Das Kabel hier legen wir mal hier in Sicherheit. Das bringen wir hier ein. So, jetzt Schutzfänger. Mal. Schauen, ob er noch draußen ist. Gut. Ralf hat erwartet, dass aus den hinteren Zylindern Benzin kommt. Aber es kam aus dem dritten. Wir haben den Unimog noch eine Stunde laufen lassen und werden nun noch das Öl wechseln. Wir werden das abgelassene Öl auf Abrieb untersuchen, um zu prüfen, ob es größere Schäden durch das Starten mit den mit Benzin gefüllten Zylindern gegeben hat. In solchen Fällen kann es leicht zu beschädigten Lagern, Kurbelwellen oder Bläuel kommen.